Hallo liebe Freunde, schön, dass ihr auch heute wieder dabei seid. Heute möchte ich euch einladen, mich auf die Spur eines Meteoriten zu begleiten und ich wünsche euch viel Spaß beim Anschauen. Fündig können wir bei Rommershausen werden. Ihr fragt euch, wo findet ihr Rommershausen? Es liegt in der Nähe von Dreisa. Ich habe für mich die Anreise per Pkw gewählt. Einige Parkmöglichkeiten gibt es im Ort selbst. Ich bin jedoch bis runter an die Schwalm gefahren und habe auf einem kleinen Parkplatz am Fußballplatz mein Auto abgestellt. Werfen wir noch einen Blick auf die Schwalm, ehe wir uns auf den Weg machen. Das erste Stück können wir diesen Markierungen folgen, auf dieser anfangs landwirtschaftlich geprägten Tour. Einige 100 Meter und wir biegen links ab auf den Katzbachtalweg. Auch dieser Markierung folgen wir nur ganz kurz und gehen rechts in diesen Weg, das Bauerngut links liegen lassend, langsam aber sicher nach oben. Links erkennen wir Dreisa. Und ihr müsst keine Angst haben, wenn ihr einen Tag mit schönem Wetter für diese Tour wählt. Regen ist keine Grundvoraussetzung, um hier laufen zu können. Ich habe gehört, man könne auch bei Sonnenschein sehr schön hier gehen. Oben angekommen laufen wir nach rechts weiter. Ja, es mag kompliziert klingen, ist es aber nicht. Alle, die auf Nummer sicher gehen wollen, können sich wie immer die GPS-Daten von Autoactive bzw. Komoot unten in der Beschreibung herunterladen. Auf dem asphaltierten Weg erreichen wir diese Brücke, welche über die höchst umstrittene Autobahn A49 führt. Am Waldrand angekommen, solltet ihr euch unbedingt umdrehen. Selbst bei diesem Wetter ist es ein schöner Anblick hinunter auf die Schwalm und die dahinter liegenden Berge. Im Wald angekommen wartet das einzige unschöne Stück des Weges, nämlich ein weiteres Bauwerk der Zivilisation, und der Geräuschpegel ist schon ziemlich nervend. Allerdings habe ich mal gehört, so einfach kommt eben auch der Strom nicht aus der Steckdose. Wobei wenigstens im Winter mehr von oben kommen kann als nur die Erleuchtung. Also verschließen wir die Ohren für die nächsten 100 Meter und erfreuen uns am Wald. Schließlich haben wir es geschafft, biegen rechts ab und lassen diese monotonen Geräusche der Zivilisation hinter uns und können zunächst den schönen Buchenbestand genießen. Im Tal des Totenbaches angekommen, erreichen wir den nach meinem Geschmack schönsten Abschnitt dieser Rundtour. Ich habe das Grün der Natur gerade bei diesem Nieselregen und die Ruhe unheimlich genossen. Kurz bevor wir den Wald verlassen, stoßen wir auf diese nicht zu übersehende Ausschilderung und folgen dieser ganz gespannt nach rechts. Denn dort soll sich der Fundort des Meteoriten befinden. Wenige 100 Meter und noch einmal links den Trampelpfad nach oben und wir sind da. Klar, außer diesem Gedenkstein befindet sich nach über 100 Jahren nichts mehr hier. Was aber war passiert? Am 3. April 1916 um 15:25 Uhr berichteten Augenzeugen von einem Donnerschlag und Rauchwolken. Die Leucht- und Geräuscherscheinung stammte von einem aus dem Weltall auf die Erde stürzenden Meteoriten, der in diesem Waldstück einschlug. Obendrein war dieser Meteorit etwas ganz Besonderes, denn er ging in die deutsche astronomische Geschichte ein als einer der bedeutendsten nachweisbar beobachtesten Meteoriteneinschläge in der Neuzeit. Zunächst war der Ort des genauen Einschlags unbekannt. Aufgrund der Berichte kam ein kreisförmiges Gebiet mit einem Radius von etwa 135 Kilometern in Frage. Alfred Wegener, damals Privatdozent für Meteorologie, praktische Astronomie und kosmische Physik an der Universität Marburg, berechnete nach den gesammelten Augenzeugenberichten die Bahn des Meteoriten und seine wahrscheinliche Aufschlagsstelle.
Daher unternahm Wegner selbst mehrere Ausflüge in die Fallgegend und zog von Dorf zu Dorf wandernd weitere Erkundung ein, in der Hoffnung, auf eine Nachricht zu stoßen, dass der Einschlag des Meteoriten genauer beobachtet worden sei. Vom Meteoriten zeigte sich aber keine Spur. Im März 1917 meldete sich schließlich der Förster Huppmann, der bereits im Sommer 1916 in diesem Waldstück eine auffällige Grube bemerkt hatte. Dort fand man dann bei Nachgrabungen den reichlich 63 Kilogramm schweren und 36 Zentimeter breiten Eisenmeteoriten. Der Meteorit war in einem schräg einfallenden, röhrenförmigen Loch 1,60 Meter tief in den Boden eingedrungen und kaum zersplittert und fast vollständig erhalten. Ausgestellt wird der Meteorit heute im Museum der Philipps-Universität Marburg sowie eine Kopie im Museum der Schwalm-Ziegenhain. Beeindruckt und nachdenklich gehen wir zurück auf unseren breiten Waldweg und folgen diesem weiter. Am Ende des Waldes sehen wir erneut die A49, welche wir dieses Mal unterqueren. Ich persönlich finde es auch nicht so toll, wenn die gesamte Landschaft zubetoniert wird. Allerdings finde ich auch, nur wer nie solche Autobahnen benutzt, der hat wirklich ein Recht, sich über diese Bauwerke zu mokieren. Oder wie denkt ihr darüber? Schreibt eure Gedanken bitte unten in die Kommentare, ich bin wirklich sehr gespannt. Dem Weg immer weiter nach unten folgend erscheinen die ersten Häuser von Rommershausen. Für das letzte Stück bieten sich erneut zwei Varianten an. Ich habe die Version nach links bevorzugt. Diese führt uns nämlich bereits hier an die Schwalm, welcher wir folgen. Auch wenn das Ziel bereits in Sicht ist, solltet ihr euch nicht zu sehr aufs Auto freuen. Ich würde euch nämlich auf jeden Fall zu einem Besuch der Kirche von Rommershausen raten. Vielleicht habt ihr mehr Glück und sie ist sogar geöffnet. Sehenswert ist sie aber so und so. Und in diesem Sinne, ciao und bis bald.